Leverkusen gegen Stuttgart, das Topspiel direkt vielleicht am Freitagabend zum Start des 9. Spieltags. Leverkusen hat letzte Woche in Bremen unentschieden gespielt. Unter der Woche war ja auch DFB-Pokal, haben sich da gegen Elversberg ganz lockerflockig durchgesetzt. Die Stuttgarter auf der anderen Seite haben 2-2-1 Siege. Letztes Wochenende gegen Holstein Kiel. War auch spannender, als sie es sich vielleicht vorgestellt hatten. War dann auch noch ein Mann weniger, glaube ich, zwischendurch, weil Chef Chabot vom Platz geflogen ist. Gegen Lautern unter der Woche auch ein ganz knappes Ergebnis, 2-1. Aber gut, im Pokal geht es darum, dass du weiterkommst. Jetzt treffen sie in der Liga aufeinander, könnten auch im Achtelfinale aufeinandertreffen. Also das könnte wieder so eine Saison werden, wo Leverkusen und der VfB ganz oft aufeinandertreffen. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also die Stuttgarter, die haben sich auch sehr, sehr gut gemacht. Ich habe die ja auf Platz 7, glaube ich, predicted in meiner Prognose, oder Platz 8. Ja, und Leverkusen ist auch noch nicht so stabil wie letzte Saison, aber ich tippe da mal ein Unentschieden. Ich glaube, da wird es ein paar Tore geben, keinen Sieger. Es kann natürlich auch, wie gesagt, auf die eine oder auf die andere Seite ausschlagen, das Pendel, keine Ahnung. Ganz schwer zu tippen, von daher mache ich mal ein Unentschieden 2-2. Am Samstag unter anderem mit Bayern gegen Union. Das ist auch ein sehr interessantes Spiel, weil die Unioner halt auch eigentlich eine stabile Saison bislang spielen. Die Bayern auf der anderen Seite haben erstmal 5-0 in Bochum gewonnen, 4-0 in Mainz. Also die reiten weiter auf eine Erfolgswelle, lassen mir da nur die Ruhe. Und Union letzte Woche 1-1 gegen Frankfurt, hätten auch da, so fair muss ich bleiben, eigentlich auch noch gewinnen müssen am Ende, weil dieses 2 mm Abseits von Trimmel, wo die Hacke im Abseits steht, ist zwar Abseits, aber im Sinne des Sports wäre es richtig gewesen, wenn das 2-1 gezählt hätte. Von daher auch eine ganz, ganz glückliche Entscheidung für uns. Jetzt bei den Bayern, ich glaube, die machen so weiter. Ich sehe jetzt nicht, dass die Bayern irgendwie mal einknicken sollten. Defensiv haben sich auch ganz gut gefangen. Und Union, die werden erstmal hinten drin stehen, glaube ich, auf Konter spielen. Ich mache mal trotzdem ein klares, deutliches 3-0. Weil ich glaube, wie gesagt, die Bayern führen das sofort. Die sind jetzt auf einer Erfolgswelle. Die reiten darauf und das wird so weitergehen. Und von daher ein Sieg gegen Union. Frankfurt gegen Bochum, das wird auch eine sehr, sehr wilde Partie für die Eintracht, die letzte Woche, gerade schon gesagt, bei Union 1-1 gespielt hat. Sind in Führung gegangen durch Götze, so ein FIFA-Tor. Dann haben sie irgendwie das Spiel ein bisschen eingestellt, waren dann auch ein Mann weniger. Ja, Arthur Thiat ist da vom Platz geflogen, genauso wie im Pokal unter der Woche gegen Gladbach. Haben richtig gut gefightet, gut gespielt, auch noch in Unterzahl. Richtige Taktik gewählt gegen Gladbach. Und wir haben halt Ekitike und Mamouche, die halt zurzeit auch auf einer Erfolgswelle reiten, die vielleicht das beste Sturmduo sind momentan in der Bundesliga. Mamouche, Top 3 Spieler, vielleicht sogar der beste momentan, mit einer guten Phase. Ich hoffe, es geht so weiter. Und gegen Bochum, die halt gegen Bayern verloren haben. So ein typisches Frankfurt-Spiel. Da kommt jetzt ein Gegner, der hat noch nicht gewonnen. Die stehen unten drin, haben letzte Woche eine Reise bekommen. Pokal waren sie nicht mehr mit dabei. Da sind sie, glaube ich, gegen wen sind sie ausgeschieden? Gegen Regensburg, glaube ich, in der ersten Runde. Das ist ein typisches Spiel, das die Eintracht verlieren müsste, wenn es noch die alte Diva ist. Wir machen mal ein 3-0. Auch hier, wobei 3-1. Wir machen mal ein 3-1. Auch die Eintracht ist nicht immer ganz sattelfest, aber ich hoffe, und da muss einfach, um oben dran zu bleiben dieses Jahr, hat die Eintracht wirklich einen guten Kader. Dortmund ist nicht so ganz gut drauf. Leverkusen spielt nicht immer stabil. Also es ist rein theoretisch auch möglich, dass man sich da oben wirklich festsetzt über einen größeren Zeitraum. Dazu müssen aber gerade solche Spiele wie bei Union und jetzt auch gerade zu Hause gegen Bochum gewonnen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe auf einen Sieg von Frankfurt. Holstein Kiel gegen Heidenheim. Nein, es ist Bundesliga, es ist nicht zweite Liga. Das ist so ein typisches Beispiel davon, wie sich die Bundesliga entwickelt hat. Sportlich haben es beide definitiv verdient. Aber Kiel gegen Heidenheim ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was du dir freiwillig angucken würdest, Samstagnachmittag, wenn es ein Einzelspiel wäre. Ist aber eine Konferenz, von daher Kiel in Stuttgart verloren. Ganz knapp mit 2-1. Sie warten immer noch auf den ersten Bundesliga-Sieg. Heidenheim ist ganz, ganz unglücklich bei der Hertha ausgeschieden. Haben dann letzte Woche 0-0 gespielt gegen Hoffenheim. Das war so ein ganz typisches Sonntagabend 19:30 Uhr Spiel Heidenheim gegen Hoffenheim. 0-0. Das ist halt die Bundesliga heutzutage. Aber Heidenheim bei Berlin in letzter Sekunde das Kopfballtor von Wanner musste nicht unbedingt abpfeifen. Also da war zwar vorher ein kleiner Schubser oder ein Zweikampf, aber das musste nicht unbedingt abpfeifen. Und schon gar nicht, was der Linienrichter gemacht hat. Der hat nämlich gar nichts gemacht. Der ist schon zur Mittellinie gelaufen, hat sich dann nochmal mit seinem Schiedsrichter, hat Rücksprache gehalten. Irgendwie alle sehr, sehr kurios. Also VAR war nicht da, trotzdem gab es irgendwie Probleme. Irgendwie kriegen wir das immer noch nicht in den Griff. Aber was die Kieler in den Griff bekommen werden, ich tippe sie jetzt nochmal auf Sieg. Knappes Ding, 2-1, ist da eventuell jetzt der Knoten, der dann platzt zu Hause gegen Heidenheim, weil irgendwann müssen sie mal anfangen zu gewinnen. Ansonsten war es das gefühlt schon nach der Hinrunde. Und von daher nochmal für Kiel 2-1. Hoffenheim gegen St. Pauli ist so eine Art Kiel gegen Heidenheim Light 2.0. Das würde sich halt auch niemand anschauen, wenn es ein Einzelspiel wäre Sonntagabend.
Ist halt einfach so, sind aber auch in der Konferenz mit dabei, aus dem Grund wahrscheinlich auch. Genauso das nächste Spiel Wolfsburg-Augsburg, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Tja, die Hoffenheimer, die haben auch unter der Woche im Pokal gegen Nürnberg gewonnen, auch ein knappes Ding. Nürnberger haben da auch gut mitgehalten. Letztes Wochenende, da muss ich mich jetzt nochmal kurz rückversichern, wo sie da gespielt haben. St. Pauli weiß ich zu Hause, die haben gegen Wolfsburg 0-0 gespielt, aber Hoffenheim, die haben selbstverständlich in Heidenheim 0-0 gespielt, natürlich. Bei dem Klassiker Südschlager Heidenheim-Hoffenheim 0-0 hat die Massen angezogen wahrscheinlich. Naja, also das ist auch wieder ein 0-0-Spiel eigentlich. Ich mache da mal Hoffenheim einfach auf einen 2-0-Sieg. St. Pauli würde ich es natürlich gönnen, weil es gegen Hoffenheim ist, aber irgendwie wird das Hoffenheim schon machen. Jetzt haben wir Wolfsburg-Augsburg. Das ist im Prinzip wie die beiden Spiele davor auch, ohne Wolfsburg und Augsburg persönlich hier anzugreifen. Das soll jetzt überhaupt kein Video werden, um hier Mannschaften anzugreifen. Aber es ist faktisch nun mal einfach so, dass die 3 genannten Spiele jetzt gerade sich keine Sau, außer natürlich die eigenen Fans, im Fernsehen angucken würden, wenn es nicht in der Konferenz wäre. Also wir haben Bayern, Union, wir haben Frankfurt-Bochum und am Abend haben wir noch Dortmund-Leipzig. Macht damit, was ihr wollt. Ich bin damit nicht so zufrieden. Wir müssen so nehmen, wie es ist. Ist halt so. Sportlich gesehen ist die zweite Liga viel attraktiver schon die letzten Jahre, was da für Mannschaften sich rumtummeln. Muss ich nicht immer wiederholen. Also Wolfsburg-Augsburg. Wolfsburg hat Dortmund rausgehauen. 116. Minute Jonas Wind. Und haben letzte Woche auf St. Pauli 0-0 gespielt. Augsburg hat Dortmund geschlagen zu Hause. Und Schalke, also 2 Ruhrpott-Clubs innerhalb von einer Woche geschlagen. Jetzt geht's nach Wolfsburg. Unentschieden. Nimmt Wolfsburg den Schwung mit? Nimmt Augsburg den Schwung mit aus dem Pokal? Ist die Frage. Weil beide den Schwung mitnehmen, gibt es ein Unentschieden. Mach ich mal hier Wolfsburg-Augsburg 1:1. Am Abend dann das Topspiel, wo Dortmund richtig unter Zugzwang ist. Zu Hause gegen Leipzig. Die sind im Pokal ausgeschieden. Haben letzte Woche in Augsburg verloren. Nuri Sahin wird schon wieder angezählt. Viele Verletzte bei Dortmund. Also die Mannschaft stellt sich wahrscheinlich von selber auf. Aber das kann es ja nicht sein. Also auch unter den Vorgängern, ja, Vorgänger Edin Terzic, Stöger, Rose war ja auch mal ein Dortmund-Trainer, Peter Bosch, da gab es ja auch ab und an mal solche Spiele, ne, wie in Augsburg oder dass du in Bochum mal unentschieden gespielt hast oder so. Ich weiß nicht, was da los ist und ich wage es zu bezweifeln, dass es immer nur am Trainer liegt. Da sollten sich auch die Spieler hinterfragen. Ich breche jetzt hier mal eine Lanze für die Dortmund-Fans und auch für die Trainer und für die Spieler vielleicht auch, dass sich die Spieler einfach hinterfragen sollen, bei wem sie spielen, bei welchem Verein. Sollen sich mal ein bisschen mit der Historie vielleicht beschäftigen, mal ins Museum gehen und dann auch einfach 110% auf den Platz lassen. Wäre so meine Meinung. Das würde ich von Spielern erwarten, die bei der Eintracht spielen. Müssen jetzt nicht unbedingt das Wappen küssen beim Tor, aber wenn ich für einen Verein spiele, gebe ich auch 100%. 110%, egal auf welcher Position. Ist natürlich gerade ein bisschen schwer, aber ich hoffe schon alleine, weil es gegen Leipzig ist, die letzte Woche gegen Freiburg gewonnen haben, das Spitzenspiel, dass die schon alleine damit Leipzig nicht Tabellenführer wird, dass Dortmund gewinnt. Jungs, ihr müsst das machen. Komm, streckt euch mal ein bisschen. Ich mache auch extra 3 Tore und auch noch ein Gegentor. Ist das realistisch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass Leipzig das gewinnt. Die sind im Flow. Die haben im Pokal unter der Woche St. Pauli rausgehauen. Aber ich hoffe mal, dass der Fußball gewinnt und dass der BVB 3-1 gegen Leipzig gewinnt. Am Sonntagabend dann noch Freiburg gegen Mainz. Beide unter der Woche im Pokal unterwegs, Freiburg gegen Hamburg zu Hause gewonnen, letzte Woche in Leipzig verloren. Ja, haben zwischenzeitlich geführt durch Litz Dohan, haben aber trotzdem eine gute Truppe. Also Julian Schuster hat da echt was gemacht in der Vorbereitung, hätte ich gar nicht so gedacht, weil das Erbe von Christian Streich ist immer schwer. Also egal, wer da übernommen hätte, der hätte es erstmal schwer gehabt, aber es ist halt einer mit Stallgeruch, wie man so gerne sagt. Mainz hat erstmal 4-0 gegen Bayern verloren und hat auch letzte Woche gegen, jetzt muss ich da auch nochmal kurz nachgucken, ich bereite mich hier gut vor, ihr merkt das schon. Die Mainzer letzte Woche, wo haben wir sie denn? Ist aber authentisch hier, wie ich das mache, finde ich. So, Mainz letzte Woche gegen Gladbach zu Hause. Stimmt, Freitagabend 1-1. Burkhardt hat sich verletzt und sind in Führung gegangen. Dann Tim Kleindienst mit dem Ausgleich. Ich glaube, Freiburg macht das. Die nehmen den Schwung mit, die sind momentan gut drauf. Mainz kommt von einem 4-0 aus dem Pokal gegen Bayern. Könnten natürlich eine Reaktion zeigen und könnten dann dementsprechend gewinnen. Aber ich mache auch mal hier ein 2-0 für Freiburg. Und zum Abschluss um 17:30 Uhr haben wir Gladbach gegen Bremen. Das ist eine Partie, die würden sich auch Leute an einem Sonntagabend angucken. Das müsste nicht unbedingt samstags laufen in der Konferenz. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier gegen keinen Verein irgendwie fronten, aber es ist so. Faktisch gesehen ist es einfach so. Fragt die Leute. Gladbach gegen Bremen schaut man sich auch zur Not um 19:30 Uhr oder um 20:30 Uhr abends an. Gladbach in Mainz mit 1:1 letzte Woche. Da hat Kleindienst ein Kopfballtor gemacht. Unter der Woche in Frankfurt ausgeschieden. Trotz 75er-minütiger Überzahl. War nicht ganz so gut gespielt von den Gladbachern. Also die waren natürlich feldüberlegen, hatte man so den Eindruck, aber nicht unbedingt besser. Ich glaube,
Frankfurt hat das schon gut gemacht, haben dann umgestellt auf 4-3-2. Vorne dann mit Ekitike und Mamouche, die halt, wie gesagt, zurzeit alles klein schlagen, gefühlt, was geht und zerschießen, vor allem Mamouche. Und Bremen hat zu Hause gegen Leverkusen ganz gut gespielt. 2-2. Haben da auch einen zweifachen Rückstand aufgeholt, haben unter der Woche in Paderborn durch ein Gurkentor des Gegners, Fehlpass, und dann war der Keeper schon quasi aus dem Tor gewonnen. Aber egal, Pokal zählt nur, dass du weiterkommst. Hinterher fragt auch niemand mehr, wie du das gemacht hast. So, jetzt die Frage. Ich glaube, dass die Bremer das machen werden. Ich tippe mal einen Auswärtssieg. Habe ich schon überhaupt einen Auswärtssieg? Ich habe noch keinen Auswärtssieg. Dann wird es jetzt Zeit für einen Auswärtssieg. Die Bremer sind auswärts, glaube ich, sehr, sehr stark momentan. Von daher mal ein 2-1. Die nehmen den Schwung mit. Obwohl Gladbach zu Hause natürlich eine Reaktion zeigen müssen. Ich kann mir das auch vorstellen, als Gladbach-Fan ist er sehr, sehr ernüchternd. Die warten seit ungefähr 2 Jahren auf 2 Siege hintereinander. Also die haben seit 2 Jahren, glaube ich, nicht mehr 2 Spiele in Folge gewonnen. Also da wäre ich als Eintracht-Fan, wenn das bei uns der Fall wäre, gab es ja auch schon die Zeiten, wäre ich auch sehr, sehr demotivierend. Also das sind meine Tipps, wir speichern sie und gucken dann natürlich wie immer mal auf die Gesamtübersicht. Und zwar sind wir da immer noch an der Spitze mit ein paar Punkten Vorsprung. Der Cem vor dem SGE Tobi, dann Andrea, SGE Sascha und X, Dani, La Flame mit 107 Punkten. Also hier, das ist noch ganz eng zusammen. Vorne der Cem hat schon ein paar Punkte Vorsprung. Konnte sich so ein kleines Punktepolster eher gattern. Ich bin irgendwo, ja hier unten, 45. Also für mich läuft es momentan auch nicht so gut. Bei den Tipps, vielleicht wird es ja was an diesem Wochenende. Ich scroll wieder runter und ich bedanke mich schon mal bei euch wieder, wie immer, fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, bevor es dann bald in die nächste Länderspielpause geht. Ich glaube noch 2 Wochen und dann ist es schon wieder soweit. Die letzte dann für dieses Jahr. Und dann geht es rein in den Endspurt bis Dezember. Und dann ist die Hinrunde auch schon bald wieder vorbei. Also, macht's gut, schönes Wochenende, viel Glück mit euren Tipps und wir sehen uns. Ciao, ciao.